Die Reichweite? 4 Kilometer. So, es ist soweit. Der Akku ist leer. Am Wochenende waren wir am Main unterwegs. Samstag sind wir von Aschaffenburg bis nach Lengfurt gefahren und haben dort gecampt. Am Sonntag sind wir von Lengfurt bis nach Würzburg weitergefahren. Dabei haben wir unsere E-Bikes einem Reichweitentest unterzogen. Dazu haben wir die Akkus zuerst voll aufgeladen und sind dann so weit gefahren, bis der Akku leer war. Aber seht selbst. Mein Fahrrad habe ich jetzt so festgemacht, dass ich hier die Bremse feststelle und seitlich mit diesem Band nochmal fixiere. Wir sind jetzt gerade angekommen in Aschaffenburg. Es ist 7:30. Hier starten wir jetzt unsere Tour am Main entlang und schauen jetzt nach einem Bäcker und frühstücken dann dort. Es ist noch ein bisschen kalt heute Morgen. Arschkalt. Ja. Aber es wird bestimmt. So, da haben wir jetzt das Schild. Von Aschaffenburg kommen wir und wir fahren jetzt über Miltenberg und so weiter. Da sieht man auch das Main-Radwegschild. Wir sind gerade auch auf der D-Route 5. Das nenne ich astreinen Asphalt. Hier rollt sich. Magic. Magic. Special Asphalt. Ja, es ist special, special. Alter. Das war knapp. Ich stöp Anne jetzt. Sie weiß es nur noch nicht.
Petros, du alter Grieche. Wir sind gerade in Miltenberg. Ist, glaube ich, ein ganz schönes Städtchen. Habt ihr eigentlich schon Annes neuen Helm gesehen? Der macht einen ganz schlanken Fuß. Das sieht ja fancy aus hier. Und unglaublich, Mare wechselt auf dem Fahrrad die Akkus. So schön. Und guckt, tolles Wetter. Und nochmal einmal die Straße, auch hier wieder mega toller Asphalt. So, hier wird's Zeit. Hier werden wir uns jetzt was Schönes zu essen holen. Gasthaus Goldener Stern. Ja, gut besucht ist schon. Mittags habe ich jetzt noch 4 von 5 Balken in beiden Akkus. Mir wird noch in Eco eine Reichweite von 190 Kilometern angezeigt und wir sind gefahren 68,21 Kilometer. Wie sieht es bei Anne aus? Ja, ich hatte 68,21, die wird ja 67 angezeigt, also ich sag mal, die Mitte ist die Wahrheit. Wir sind bisher dann 68 Kilometer gefahren. Hier werden noch 2 Balken angezeigt. Eine genauere Prozentanzahl oder Anzeige gibt es hier bei dem Intuvia nicht. So, hier wird noch eine Reichweite von 13 Kilometern angezeigt. Wir haben jetzt aber noch 36 Kilometer zu fahren. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Anne gleich nach Mittag irgendwann den Akku leer fahren wird. Gut, und jetzt holen wir uns was zu essen. Also das Essen ist super hier. Anne hat Fisch mit zweierlei Kartoffelsalat. Und das ist mein Schnitzel mit gerösteten Zwiebeln und Knoblauch und Pommes. So, wir haben jetzt hier im Goldenen Stern in Dorf Bruzelten gut gegessen. Und direkt nebenan, in Sichtweite, gibt es auch eine E-Bike-Ladestation. Hier, zack. Da werden wir jetzt aber nicht laden, denn wir wollen ja an das Akku leer fahren. Mal gucken, wie lange das jetzt noch geht. Was ist jetzt gerade deine aktuelle Reichweite? Ich fahre im Eco-Modus und habe eine Reichweite von 11 Kilometer. 11, okay. Ja gut. Der ist gerade so, und die Reichweite? 4 Kilometer. 4 Kilometer. Ja, wir kommen näher. So, es wird spannend, 1 Kilometer. Und was hast du jetzt aktuell für eine Distanz? 77,95 Kilometer. Ja, okay. Mal gucken, wie lange der Kilometer jetzt noch hält.
Okay, Reichweite 0, aber unterstützt er jetzt noch? Merkst du noch was? Okay, sehr gut. Dann warten wir noch mal. So, es ist soweit. Der Akku ist leer. Vor uns hält ein Schlauch. Okay, und was haben wir jetzt hier? So sieht's aus. 82,48 Kilometer. Ja. Was hat dein Akku überhaupt gelaufen? Genau, also das ist jetzt die Gesamtkilometerzahl des Fahrrads. Das heißt, der Akku ist auch nicht mehr taufrisch. Und Anne beginnt jetzt dann mit dem Umbau oder mit dem Einsetzen vom anderen Akku. Wir können auch mal kurz vergleichen, was ich jetzt noch habe. Ich mit meinen 1125 Watt. Ja gut, also ich habe jetzt gerade noch 4 von 5 Balken. 193 Kilometer Reichweite. Scheint mir ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Und habe 83,46 Kilometer. Ja, gut. Hey Mario! Ja! Hey, Anne! Sofort auf die Straße. So, wir haben noch gut 11 Kilometer. Sind gleich da. So, wir haben jetzt gerade noch eingekauft, Getränke, Joghurt mit Himbeeren, Ja, Wassermelone und Äpfel? Äpfel. Genau. Ja, jetzt geht's zum Campingplatz. Wir sind nun angekommen am Campingplatz, sind jetzt 105 Kilometer gefahren. Ich habe mit meinen Akkus ohne Aufladen noch eine Reichweite von 117 Kilometer, also locker. Annes Akku ist ja bei gut 80 Kilometern ausgegangen. Wir sind die ganze Zeit in Eco gefahren grundsätzlich mal. Wenn es Steigungen gab, dann schon mal auf Tour. Und ich glaube, Anne war auch einmal kurz in Sport, aber sonst sind wir Eco gefahren. Die Topografie war natürlich am Main-Radweg entsprechend flach. Also keine nennenswerten Steigungen dabei gewesen. Anne steht jetzt hinter mir in der Schlange und meldet uns an. Wir haben jetzt hier unseren Platz auf der Zeltwiese. Da rechts bauen wir jetzt gleich das Zelt auf. Und da stehen ist unsere Stromversorgung. Da der Stromverteilerkasten. Und mit dem Kabel hier Richtung unseren Platz gelegt. Da laden jetzt gerade beide Akkus. Links dann noch die Powerbank, in der Mitte die GoPros und rechts noch Annes Akku. Annes Handy. Gut. So, jetzt hätten wir doch fast vergessen, die Kamera aufzustellen. Wir haben jetzt noch nicht viel gemacht, nur kurz ausgepackt. Jetzt geht's los.
Wir machen wieder Campingstuhl-Aufbau-Challenge. Weil heute gewinne ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, bis einer weint oder bis einer gewinnt. Also. Warte. Auf die Wette. Fertig. Los! Ach, scheiße, Alter. Fast zeitgleich. Wir sind jetzt geduscht und haben alles aufgebaut und jetzt machen wir eine kleine Roomtour in unserem neuen Zelt. Links Handtuch übers Fahrrad, bei mir sieht es ähnlich aus. Sachen zum Trocknen auf die Fahrräder. Hier ist übrigens unser Essen für heute Abend. Melone, Himbeeren und Joghurt und noch Äpfel. Den Trangia packen wir heute also mal nicht aus. Ja, und das ist unser schickes neues Zelt. Sieht von oben halt so aus und hat an beiden Seiten links und rechts jetzt Vorzelte. Und so hat jeder seine Seite zum Einsteigen und kann auch sein Vorzelt für seine Taschen nutzen. Ich habe jetzt hier diese Seite. Da drin ist schon eine Gepäckträgertasche und das Zelt sieht dann so aus. Ich habe hier noch reichlich Platz. Da in der Mitte ist reichlich Platz. Sieht man da, oder? Ja. Das Innenzelt ist ziemlich hell, was es halt geräumig wirken lässt. Und durch diese Stange hier, die nochmal drüber gezogen wurde, hat man ordentlich Kopffreiheit da oben. Ja, also macht einen guten Eindruck. Verarbeitung ist sehr gut. Alles sehr durchdacht, das Zelt. Ja, das war's dazu. Jetzt essen wir gleich mal was und melden uns später, wenn wir nochmal eine Runde über den Campingplatz hier in Lengfurt gehen. Wir haben jetzt alles verräumt und gehen jetzt eine Runde über den Campingplatz. Ja, genau. Okay. Nett auch beim Empfang. Kann ja einmal so rumschwenken. Genau, Fazit des Tages heute. Ihr habt es ja schon gesehen. Insgesamt wirklich total abwechslungsreich von der Landschaft. Du lachst? Nee, ich schaue einfach nur freundlich in die Kamera, ja? Zementwerke, nee, was war das? Ja, doch schon. Zementwerk mit Steinbruch. Mit Steinbruch, genau. Ja. Mega gute Straßen insgesamt, ganz wenig Anteile mit Schotter. Viel am Main entlang. Ja, genau. Das sieht man, denke ich, dann auch bei der Real-Life-Aufzeichnung. Und jetzt heute Abend passiert nicht mehr viel. Wir werden wahrscheinlich... Wir sind ja um 4:30 Uhr aufgestanden. Ja. Und ja, dann geht es morgen weiter. Ich mache insgesamt, denke ich, ein Video daraus. Ja, also
Die zweite Hälfte des Videos behandelt halt dann den Teil morgen. Da fahren wir von Aschaffenburg, von hier Lengfurt nach Würzburg. Ja, und dann mit dem Zug zurück. Ja, und viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ja. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. So, es ist 5:40 Uhr. Wir haben jetzt gerade alles abgebaut, konntet ihr ja sehen. Und in dem Gebäude werden wir jetzt uns kurz die Zähne putzen und dann geht's weiter. So, jetzt fahren wir weg. Mal gucken, ob wir hier irgendwo Müll finden. Ja, davon. So, ich konnte doch unseren Müll loswerden. Hier stand zwar drauf, erst ab 7 Uhr wird die Glocke funktionieren, aber auch um 6 geht's schon. Ich hoffe, man sieht die leichten Nebelschwaden auf dem Main. Einfach herrlich. Ja, da ist die Sonne. Wir frieren hier ein bisschen auf dem Fahrrad. Wir könnten alles kaufen, was es an warmer Funktionskleidung auch da gibt. Wärmerer Buff, wärmere Socken und so weiter. Naja, es wird heute auch noch anders, glaube ich. Anne fährt schon seit einer Stunde komplett in Winterkleidung fast. Aber man achte mal auf die Füße. Ja. Eisklumpen. Also noch bedingt. Sonne! Ja, so, genau. Heidelberg. Die Heidelberg. So, es ist jetzt 8 Uhr und wir sitzen über diese Brücke rüber nach Gemünden. Wir haben gut 35 Kilometer geschafft und holen uns jetzt ein Frühstück. Gut, aufsatteln.
Ja moin, die Rückfahrt habe ich jetzt nicht mehr dokumentiert, also ich bin schon zu Hause. Ihr habt es ja gesehen, bis zum Bahnhof in Würzburg, ab da mit dem Zug über Frankfurt zurück. Jetzt packe ich kurz meine Sachen aus, trockne das Zelt und beginne dann direkt mit dem Video schneiden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.